Hallo und herzlich willkommen in unserer Hengstgarage, unserem Ersatzteil- und Produktkanal von Hengst. Mein Name ist Ronald und heute haben wir ein ganz besonderes Thema für euch. Heute auf der Werkbank haben wir kein Produkt, sondern wir haben einen Kollegen da und der sitzt nicht auf der Werkbank, sondern gleich neben mir im Sessel. Heute begrüßen wir Frank Mendel, Leiter Schutzrechte bei Hengst. Frank, kurze Frage, was bedeutet Schutzrechte? Was steckt dahinter? Ja, unter Schutzrechten versteht man zum Beispiel Patente und Marken. Marken zum Beispiel sind der zentrale Asset bei Hengst. Das ist der wesentliche Unternehmenswert, den wir haben. Und mein Team und ich, wir sorgen dafür, dass diese Schutzrechte international angemeldet werden und dass wir gegen Produkt- und Markenverletzungen vorgehen. Du hast uns 2 Hengstfilter mitgebracht. Zumindest sehen sie ähnlich aus, aber scheinbar ist einer doch kein Hengstfilter, oder? Genau so ist es. Das eine, der Filter, den du in der Hand hältst, das ist ein Original-Hengstfilter. Und dieser Filter ist ein Nachbau, sogar eine Markenverletzung, die wir im Markt aufgegriffen haben. Und das kommt schon mal vor, in bestimmten Regionen treten solche Fälschungen auf. Wie erkennt man denn, ich will mal nicht sagen als Laie eine Fälschung, aber eine Werkstatt oder ein Wiederverkäufer, wie kann man sowas erkennen? Bei manchen Produkten ist die Marke relativ offensichtlich gefälscht. Dann steht nicht Hengst drauf, sondern dann steht Hingst, Hongst, Honest, irgendwie sowas drauf. Das ist auch für das ungeübte Auge relativ schnell zu erkennen. Dann gibt es aber auch Fälschungen im Markt, die hochprofessionell gemacht sind, wo selbst wir als Spezialisten schon sehr genau hingucken müssen, um das Original von der Fälschung zu unterscheiden. Also ich denke auch mal, dass das ja auch ein qualitativ hochwertiger oder ein sehr starker Unterschied ist, Original zur Fälschung. Das ist doch sicherlich auch ein Nachteil für das Fahrzeug, wo diese Fälschung eingebaut ist, oder? Genau, der Teufel steckt im Detail und das, was man mit dem bloßen Auge eben nicht erkennen kann, ist, aus welchem Material ist das gefertigt, wie sauber ist die Fertigung insgesamt, gibt es möglicherweise Stellen, wo der Filter gar nicht als Filter funktioniert, weil er nicht richtig gefügt worden ist. Und dadurch können dann Schäden im Fahrzeug entstehen. Was können wir als Hengst, was kannst du als Leiter dieser Abteilung gegen solche Fälschungen machen? Ja, wir stellen uns international gut auf. Ganz wichtig ist, die Marken in den wesentlichen Märkten platziert zu haben, genauso wie die Patente. Und wir haben ein internationales Netzwerk von Patent- und Rechtsanwälten, mit denen wir gegen solche Fälschungen vorgehen können. Dazu kommt ganz wichtig als Element eine gute Anbindung mit den Zollbehörden vor Ort, mit den Polizeibehörden, die gegen solche Fälschungen vorgehen. Hast du da ein Beispiel vielleicht für mich oder für uns? Ja genau, wir haben in diesem Jahr einen Fall auf Malta gehabt, wo der Zoll vor Ort eine Warnsendung überprüft hat, die für den Libanon bestimmt war und auf Malta umgeschlagen wurde. Und die Zöllner haben festgestellt, dass die Bauteile mit Made in Germany gekennzeichnet waren, aber nicht aus Deutschland auf die Reise gegangen sind. Und haben dann genau hingeguckt und haben uns benachrichtigt. Und wir haben dann festgestellt, dass es sich um gefälschte Ware handelt und haben dann diese Bauteile beschlagnahmen lassen. Eigentlich müsste ich das ja sofort erkennen, aber es ist extrem schwer, ne? Und es gibt ja auch noch andere Beispiele. Alle ihr da draußen seid vielleicht schon mal selber Opfer geworden. Ich bin es letzte Woche geworden, habe ein paar originale Sportschuhe gekauft und im Nachhinein war es ein Plagiat. Es war extrem schlecht von der Qualität, deshalb habe ich erst nachgeguckt, weil das Ding sofort auseinandergefallen ist. Eure Abteilung ist ja absolut wichtig, auch um den Ruf von Hengst zu wahren, weil jeder, der so einen gefälschten Hengstfilter einbaut, läuft auch Gefahr, einen schlechten Filter einzubauen und schlechte Erfahrungen damit zu machen. Ja genau, das gilt es zu verhindern. Zum Glück ist es so, dass wir in Zentraleuropa und Nordamerika relativ wenig von solchen Filterfälschungen betroffen sind. Wo wir sie häufig im Markt anfinden, ist im asiatischen Raum durchaus, aber auch in Nord- und Zentralafrika. Gibt es in Deutschland oder in Europa grundsätzlich ein Problem mit Fälschungen? Ehrlich gesagt, wir sehen für unsere Branche, für die Filter in Deutschland oder Nordeuropa kein Problem mit Fälschungen. Der Markt ist sehr sensibel, reagiert darauf sofort. Wir haben Top-Notch
vorbereitetes Händlernetzwerk und Fälschungen unserer Filter tauchen in Deutschland nicht auf. Wir stellen keine fest, von daher ist der Markt hier absolut sicher und die Kunden können ganz unbesorgt unsere Original-Hengstfilter bei ihren Händlern des Vertrauens kaufen. Zum Abschluss noch so eine Frage für die Praxis. Wie können sich unsere Kunden vor Fälschungen schützen? Was können die aktiv tun oder wie können sie aufpassen oder wie müssen sie aufpassen? Wir raten zu mehreren Schritten. Als erstes mal kenne das Unternehmen. Hengst ist eine Premium-Marke eines renommierten Herstellers. Wenn ich ein solches Produkt kaufe, bin ich schon mal ganz gut beraten. Zweitens, kenne das Produkt. Das heißt, es ist gut zu wissen, wie sieht mein Produkt aus, welche Farbe hat die Verpackung, wie sieht der Schriftzug aus zum Beispiel. Das sind wichtige Indizien, auf die ich achten sollte. Drittens, kenne deinen Handelspartner. Wenn man immer zum gleichen Händler seines Vertrauens geht, zu dem man bereits seit Jahren ein gutes Verhältnis hat, dann ist das natürlich ein Vertrauensverhältnis und da kann man davon ausgehen, dass man auch Originalware bekommt. Frank, vielen Dank für die interessanten Einblicke. Sehr gerne. Und ja, dass du so dir die Zeit genommen hast, unsere Fragen zu beantworten. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Informationen mitgenommen wie ich. Und ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid in der Hengstgarage. Bis bald.